Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Pomade-Shop mit mir, dem Alex. Ein seltenes Gesicht auf diesem Kanal geworden. Vielleicht jetzt mal wieder ein paar Videos von mir, die ich zusammen mache. Deswegen werde ich jedes Mal gleich aussehen, wenn ihr mich in nächster Zeit seht. Aber so kann ich wieder mal an einem Tag ein paar Videos für euch machen und euch ein bisschen was erzählen. Und heute haben wir die wundervolle, wunderbare, nostalgische Marke Pinot Clubman, die es seit 1810 gibt und auch als Napoleons Hofparfümerie bekannt ist, wobei es nicht um den Original Napoleon, sondern Napoleon III. Geht tatsächlich. Und dem sein Duft gibt's auch immer noch. Und früher wurde der als Napoleon verkauft, heute heißt er anders. Aber ich will euch mal die Düfte vorstellen, die es so bei Pinot gibt. Denn wir haben einmal sehr nostalgisch, wundervoll nostalgische Düfte, aber auch für die moderneren Männer, die eben nichts mit Düften aus dem letzten Jahrhundert oder den letzten 200 Jahren was anfangen können, schöne Düfte finden. Ich starte mal mit den Klassikern, mit den Originalen. Und zwar haben wir da einmal das Clubman Musk. Musk, Moschus. Weiß ich nicht, viele verbinden es mit einem modernen Moschus, der teilweise nichts mehr mit dem alten zu tun hat, habe ich so die Erfahrung gemacht. Denn Moschus riecht einfach süß und pudrig. Am besten zu vergleichen mit Babypuder. Also es ist einfach dieser Puderduft für die Älteren von euch. Ihr kennt es vielleicht noch vom Friseur, wenn ihr nach der Rasur Puder in den Nacken bekommen habt. Das ist der essentielle Duft daraus. Wundervoll, schön, pudrig, süß. Viel mehr ist da aber auch nicht. Es ist ein süßer, pudriger Duft. Mehr kann man dazu nicht sagen. Viel spannender ist es nicht, aber genau das macht ihn so nostalgisch. Und ich finde ihn ganz wunderbar. Es steht jetzt immer drauf Aftershave Cologne. Das wird in der heutigen Zeit so ein bisschen unterschieden, weil man sagt, im Cologne ist 1,5% Duftanteil, im Aftershave nur 0,5 oder 1%. Früher war das alles das Gleiche. Es war Alkohol, es musste brennen, es musste desinfizieren, fertig. Das macht es auch. Generell sollte, wenn Aftershave und Cologne draufsteht, der Duft vielleicht ein bisschen länger halten. Und ich kann euch auch sagen, der Duft ist eine halbe Stunde Luft, aber sehr lange auf der Haut wahrnehmbar. Also wenn man wirklich an der Haut schnuppert, dann bleibt der schon eine ganze Weile. Aber es ist nicht, dass es sich jetzt mit eurem Parfüm beißt und der stundenlang um euch rumwabert. Das trifft aber auf alle Produkte von Pinot zu. Hier ist jetzt nichts dabei, was euch den ganzen Tag begleiten wird. Es sind halt einfach Aftershaves, die maximal mal eine Stunde wirklich um euch rum wahrnehmbar sind. Der Muskduft. Dann der absolute Klassiker, das Original. Und das ist sehr ähnlich zum Musk, denn auch hier habt ihr grundsätzlich diese Moschusnote, aber ein bisschen verfeinert mit Bergamott- und Limette-Noten. Das heißt, ihr habt neben dem Pudrigen auch leicht zitrische Noten, aber es ist immer noch überwiegend ein pudriger, süßlicher Duft. Wenn ihr diesen Duft liebt, gibt es bei Pinot Clubman auch das Greaseless Hair Tonic mit dem passenden Duft und als Shampoo das Country Club Shampoo. Das ist immer der Originalduft. Also wenn ihr diesen Duft mögt, habt ihr noch die Möglichkeit zu erweitern. So, das ist der Originalduft. Dann haben wir das Classic Vanilla. Das haben immer viele Angst, dass es nach Vanille riecht oder manche hoffen, dass es Vanille riecht. Ist leider gar kein Vanilleduft. Es wurde nur wegen der Farbe so getauft. Also es ist dieses helle Heliotrope Blanc hatten wir früher von einer französischen Marke. Und das ist eher ein herb, würzig, leicht ledriger Duft, würde ich sagen. Es ist schwer, es ist aber ganzjahrestauglich. Es ist kein reiner Winterduft, aber für den Sommer durchaus eher eine schwerere Note. Deswegen als würzig, leicht ledrig, denke ich, trifft es ganz gut. Weil dann haben wir nämlich das richtig ledrige Special Reserve, was auch wohl Napoleon III. Sein Aftershave gewesen sein soll. Ist schwierig natürlich heute nachzuprüfen, da kann man sich immer nur auf Wort und Text verlassen. Das ist sehr, sehr schwer. Also für den Sommer ist Special Reserve für mich nicht unbedingt kompatibel. Sehr, sehr herb, sehr lederlastig. Für Fans des Booth & Becky Parfüms vielleicht aus Captain Fawcett, wenn es der eine oder andere kennt, eine ganz gute Ergänzung, wenn man so ein schweres Aftershave will. Absolut nostalgischer Duft. Ich kenne es von meinem Uropa noch. Da fand ich es als Kind schon immer sehr, sehr speziell, weil der so gerochen hat. Muss man mögen. Also generell die alten Düfte, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich denke, da ist nicht viel dazwischen. Das ist so eine ganz eigene Kategorie Düfte.
Und dann kommen wir jetzt mal zu den bisschen moderneren Sachen von Pinot. Wobei, nein, ich habe noch zwei klassische Düfte. Und zwar wäre das einmal das Citrus Musk und das Lime Sec. Die beiden sind wunderbar frisch, wie die Namen schon sagen, zitrische Düfte. Das Citrus Musk, auch hier haben wir wieder den Namen Musk mit drin. Das heißt, wir haben Zitronenmoschus. Das heißt, wir haben einen sehr pudrig zitrischen Duft. Und hier kommt die Zitrone deutlich mehr raus als beim Original. Und dementsprechend schöner, frischer Zitronenpuderduft für den Sommer. Limette, ne, einfach nur Lime Sec, kein Musk mit drin. Eher so ein bisschen herb, eher so der Abrieb der Limettenschale. So ein bisschen was Herbes mit drin, kein so ein süßer, frischer Duft wie das Citrus Musk, aber auch ein toller, zitrischer Duft, wenn man das mag. Habe ich jetzt hier nicht stehen, geht aber so in die Richtung vom Portugal Herdhonig vom Pinot. Herdhonigs haben wir ja vielleicht noch mal in einem anderen Video. Ups, ich stelle die einmal hervor. Und dann kommen wir jetzt zu der bisschen moderneren Serie, die rauskam. Und zwar gehen wir da weiter in die 50er, 60er Jahre mit Bay Rum. Bay Rum gehen jetzt viele davon aus, dass es wirklich nach Rum riecht. Bay Rum sind Nelken oder ein Nelkengewächs, was in Rum eingelegt wird. Und deswegen auch das Schiff, das ist ein karibischer Rum und da werden Nelken eingelegt. Das heißt, der Duft ist überwiegend Nelke. Ihr habt natürlich auch so eine gewisse Süße des Rums hinten raus, aber hauptsächlich Nelkenduft. Auch da, man muss Nelken lieben. Für viele Europäer oder deutsche Kunden ist das so ein bisschen weihnachtlich, weil die Nelke mit Weihnachten verbinden. Für den Amerikaner ist das so der Nostalgie-Barbershop-Duft. Dann wirklich modern. Die Düfte kamen, ich möchte sagen, vor 10 Jahren etwa bei Pinot raus. Ungefähr um die Zeit, um auch den modernen Gaumen zu treffen. Da starten wir einmal mit dem Gents Gin. Ein schöner, angenehmer, frischer Alljahresduft. Der hat so eine seifig frische Note. Man kriegt so ein bisschen den Wacholder raus, der im Gin ist. Und angenehm. Also jetzt denken immer viele, oh Gott, stinke ich jetzt wie, als wäre ich aus der Brauerei gefallen, wenn ich jetzt hier Cognac Neat und Gents Gin habe. Nein, es sind schöne, angenehme, elegante Düfte. Es soll nur eben ein bisschen daran erinnern, dass man so ein bisschen eine Verbindung hat, nach was es riechen könnte. Und hier habt ihr einen schönen, seifigen Wacholderduft. Dann geht's weiter mit dem Sweet Rum und hier habt ihr wirklich süßen Rum. Nicht wie der Bay Rum, irgendwas mit Nelke, sondern einen sehr süßen, etwas an Rum erinnernden Duft. Also für alle, die eher süße Düfte, aber nicht süß-pudrig, sondern süß-süß in dem Fall. Sweet Rum, auch sehr cool, auch ein schöner Ganzjahresduft, geht immer. Brandy Spice, mein persönlicher Favorit aus der Serie. Hier haben wir wieder als Grundbasis Moschus, das heißt wieder so eine etwas pudrige Note, aber mit Apfel versetzt. Und im ersten Moment, wenn man eine Flasche schnuppert, denkt man immer, man hat puren Apfelsaft da drin. Das verändert sich aber und hinten raus wird es eher ein würzig pudriger Duft. Sehr, sehr interessant für Moschus-Fans. Definitiv der einzige Moschus-Duft aus der modernen Serie. Auch sehr interessant, geht, finde ich, auch das ganze Jahr über. Dann haben wir den Cognac Neat. Da geht es für mich schon wieder eher in die Richtung Winterduft, weil es doch eher was sehr schwer Herbes ist. Wir haben am Anfang Holz- und Tabaknoten, also sehr würzig, sehr herb. Und hinten raus kommt ein bisschen eine Patchouli-Note. Patchouli muss man mögen, denn das ist der Duft, der in meinen Augen dann nach etwa einer halben Stunde auf der Haut übrig bleibt. Das heißt, für Patchouli-Fans durchaus die Wahl. Wer Patchouli nicht mag, Whiskey Woods. Riecht am Anfang nahezu identisch zum Cognac, aber bekommt nicht diesen Patchouli-Drive, sondern bleibt holzig, herb, würzig. Also das ist auch ein schwerer Duft. Wer im Sommer auf herbe Düfte steht, natürlich kann man das nehmen. Für mich aber vielleicht ein bisschen winterlich. So, dann kommen wir zum Tequila Tease. Da kann ich euch gleich sagen, habt kein Tequila-Trauma aus der Jugend, sonst habt ihr daran keine Freude, weil der erste Duft, der rauskommt, erinnert einen wirklich an Tequila mit Orange. Das muss man mögen. So im Großen und Ganzen hat der eher, finde ich, nach kurzer Zeit Limetten- und Kokosnoten, was auch drin ist. Das heißt, das ist so eine Mischung aus Kokos, Limette, Orange für mich. Aber so der erste Duft erinnert einen schon an Tequila. Muss man mögen, muss man packen. Habe ich jetzt schon einige gehabt, die kurz mal die Nase gerümpft haben, als sie dran gerochen haben. Aber ein schöner, frischer Sommerduft für mich. Wenn man irgendwas in die Richtung Kokos, Zitronik mag, Tequila Tease eine gute Wahl. Und dann haben wir Lustrai. Das ist jetzt nicht mit Pinot Clubman, aber ich nehme es mal mit rein, weil es vom Hersteller kommt, der auch die Pinot-Düfte macht, dass ihr da auch einen kleinen Überblick habt. Ich finde es auch ganz interessante Düfte.
Es ist ja irgendwo zwischen Nostalgie und modern nochmal einzusortieren. Und zwar haben wir hier auch nochmal einen Bayram, allerdings nicht so nelkenlastig, wie man es eigentlich von einem Bayram erwartet. Vielleicht kennt ihr noch von früher das Lucky Tiger Bayram, das war auch nicht so stark nelkenlastig und da kann man das ganz gut vergleichen. Das ist würzig, hat Nelkennoten, aber nicht so eine übertriebene Nelkennote. Also wenn man Nelke mag, aber nicht in der Intensität, das Lustray Bayram durchaus eine schöne Alternative zum Pinot Bayram. Dann haben wir das Spice. Ich persönlich muss sagen, für mich riecht es wie eine Asia 5-Spice Gewürzmischung. Wir haben Muskat, Zimt, Nelke, also wie der Name schon sagt, Gewürze, Spices. Geht für mich näher an den Bayram, aber nicht nur Nelke, sondern eben mehrere Gewürze. Aber so ein bisschen, wenn ihr Asia 5-Spice Gewürzmischung kennt, so in die Richtung geht das. Wer den Duft mag, auch interessant. Dann haben wir das Blue Spice. Hier sind wir jetzt wieder bei meinen persönlichen Mitfavoriten. Auch hier haben wir wieder eine Moschusbasis, aber auch eine würzige Komponente. Das heißt, das ist nicht so eine Mischung aus süß und herb. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ich kann gar nicht sagen, was man da noch genau zusätzlich rausriecht. Das Puder überwiegt schon, aber es ist jetzt nicht so extrem süß, wie wir es bei den anderen Moschusdüften hatten. Bisschen würziger. Und dann haben wir noch das Dragon Noir. Das ist so ein 70er-Jahre-Klassiker. Ich kenne aus Amerika auch Pomaden, die teilweise mit Dragon-Duft versehen waren. Das wird jetzt als Eau de Toilette beschrieben. Das hält eine Spur länger wie die anderen 3 Lustray-Produkte. Auch eine Moschusbasis. Tatsächlich mit der Farbe wieder so ein bisschen Ähnlichkeit. Aber fruchtig. Also fruchtig süß, das muss man natürlich mögen. Für mich geht es so ein bisschen auch wieder fast in so 20er Jahre, fast bisschen ins Florale rein, aber an sich ein fruchtig süßer Duft. Also für die Herben gar nichts. Da muss man jetzt auf süße Düfte stehen. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch einen schönen Überblick über diese Marke beschert und eigentlich ist für jeden was dabei, bin ich der Meinung. Machen Spaß, tolle Produkte, mal andere Düfte, mal weg von der Standardschiene, was man sonst überall riecht. Ist schon was Besonderes, was Spezielles. Dann wünsche ich viel Freude beim Ausprobieren, wenn ihr was bestellt und dann sehen wir uns bald mal wieder auf ein neues Video.